So what do the judges say? All right, and I'm hearing from them now. And they are telling me you fooled them. No way! Yes. No way, really? Wow, great! Great. Unbelievable. We thought we had it. Wonderful. Oh my God! I can't believe it. You fooled Penn and Teller. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Hätte ich nie gedacht, dass ich schaffe, Penn and Teller zu foolen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn du wissen willst, wie mir das gelungen ist, dann bleib jetzt dran und ich erzähle dir von meinem Weg zu Foolers. Und wenn ihr nicht wisst, was Foolers ist, dann klickt einfach hier oben in die Infokarte und schaut euch meine 5 Fakten zum Thema Foolers an. Tatsächlich gibt es relativ wenig gut produzierte Zauberformate im Fernsehen. Eigentlich gibt es nur 2 und die sind beide im US-amerikanischen Fernsehen. Das eine ist Masters of Magic und das zweite ist Penn and Teller Foolers. Und das Schöne an diesen Formaten ist einfach, dass es nicht darum geht, irgendjemand vorzuführen, sondern es geht einfach darum, gute Zauberkunst zu zeigen. Und deswegen war es auch eigentlich immer seit 2011, wo die erste Staffel in England gestartet hat, immer mein großes Ziel, einmal vor Penn and Teller zu stehen und einmal in deren Studio bzw. auf deren Bühne aufzutreten. Ich habe mir da ganz verschiedene Effekte ausgedacht und habe auch einige Videos hingeschickt. Das letzte Video, und das dann letztendlich auch genommen wurde, war eigentlich schon 2017. Das heißt, das erste Mal in Kontakt mit der Produktionsfirma stand ich 2017 und habe ihnen mein Video eingeschickt. Da war es tatsächlich so, dass sie sofort drauf angesprungen sind. Das Problem, das ich natürlich hatte, war, ich hatte noch wirklich nicht so die richtigen Tricktechniken. Also ich wusste noch nicht so recht, wie ich das Ganze umsetzen wollte. Deswegen habe ich auch relativ lange die Produktionsfirma vertröstet und habe an dem Effekt gearbeitet. Mit einem Team. Letztendlich war es dann 2020 so, dass die Produktionsfirma wieder auf mich zukam und gesagt hat, willst du jetzt nicht deinen Effekt präsentieren? Und ich dann letztendlich auch zugesagt habe. Es ging dann eigentlich relativ bald los, dass man verschiedene Dinge ändern musste. Ich hatte zum Beispiel am Anfang keinen Astronautenhelm auf, sondern hatte eine Bart Simpson-Maske auf. Die wollte die Produktionsfirma nicht aus Copyright-Gründen, sodass es ein relativ langer Prozess war, wo wir hin und her geschrieben haben, wie das Ganze denn nun tatsächlich umgesetzt werden könnte. Für mich war es natürlich auch immer ein Problem, wie kriege ich einen Goldfisch im Mund, wie überlebt der Goldfisch und wie geht es ihm danach auch noch gut. Da habe ich lang mit meinem Team dran gearbeitet. Ich habe mir Goldfische gekauft, habe probiert, habe mal einen im Mund genommen, was natürlich auch nicht unbedingt das Angenehmste ist. Habe den Goldfisch dann relativ schnell auch wieder ausgespuckt, habe aber gesehen, dass es dem Goldfisch sehr, sehr gut ging danach und dann habe ich das weiter vertieft. Es war dann so, dass wir eigentlich im September mit der Produktionsfirma gesprochen haben und die Produktionsfirma gesagt hat, okay, wir würden dich gerne zu uns einladen, dass du nach Las Vegas fliegst. Und im Jahr 2020 mit der Corona-Krise war es dann natürlich so, dass relativ schnell klar war, dass ich eben den Flug nach Las Vegas nicht antreten könnte. Ja, so haben wir uns überlegt, wie kann man das Ganze trotzdem umsetzen. Und ich war lange zweifelnd, ob ich das wirklich selbst produzieren sollte und dann eben den Anschein erwecke, dort auf der Bühne zu stehen, weil bei der Mentalmagie ist es natürlich immer schwierig. Es wird einem immer vorgeworfen, mit eingeweihten Zuschauern zu arbeiten, was in diesem Fall natürlich auch wieder nicht der Fall war. Aber ich hatte einfach Bedenken, dass es nicht so gut rüberkommt, wie wenn ich live im Rio-Theater in Las Vegas auf der Bühne von Penn and Teller stehen würde. Sodass ich lange mit denen gesprochen habe, lange hin und her überlegt habe, mache ich das nicht. Letztendlich haben sie gesagt, ja, das Einzige, was du machen müsstest, wäre, dass du dir eine eigene Filmcrew engagierst und mit denen dann in einem Theater deiner Wahl drehst. Das sind natürlich dann auch wieder Kostenfaktoren, die da zum Tragen kamen. Also wir haben lange hin und her überlegt, wie man das Ganze jetzt umsetzen kann mit einem begrenzten Budget, denn die wollten natürlich eine gute Videoqualität, die wollten keinen Handyfilm, die wollten ein schönes Theater. Dann hat sich eigentlich relativ schnell ergeben, dass wir herausgefunden haben, dass es noch Deutsche gibt, die auch in dieser Staffel auftreten würden. Zuallererst natürlich mal mein Freund Topaz, dem bin ich ewig dankbar, weil der hat sich da wirklich sehr, sehr engagiert, dass wir zum einen das Renitenztheater in Stuttgart bekommen haben, wo wir eben unsere Nummern aufzeichnen konnten. Er hat eine Filmcrew engagiert. Wir hatten einen eigenen Regisseur. Dann ging es eigentlich los. Das heißt, wir sind nach Stuttgart gefahren. Ich mit meinem Freund Alex Lehmann zusammen, der mich während dem ganzen Weg auch sehr begleitet hat. Wir haben dann in Stuttgart im Renitenztheater dann versucht, alles einzurichten. Haben dann relativ schnell festgestellt, dass während der ganzen Aufzeichnung
der Regisseur, den wir engagiert hatten, mit dem Knopf im Ohr mit den Leuten in Amerika verbunden war. Das heißt, wir haben tagsüber gefilmt, das heißt, die haben wirklich in Amerika eine Nachtschicht eingelegt und hatten die 3 Kameras, die wir im Renitenztheater eben aufgebaut hatten, bei sich in Amerika auf den Monitoren und haben sowohl die Kameraleute als auch den Regisseur als auch mich auf der Bühne gesteuert. Deshalb, die haben uns gesagt, was sie sehen wollen, was sie haben wollen und das letztendlich dann ins Ohr vom Regisseur geflüstert, der das übersetzt hat für die Kameras und für mich. Und dann war es ihnen auch ganz wichtig, dass natürlich nichts gefaked ist, nichts in irgendeiner Weise abgesprochen ist, sodass ich auch die Zuschauerin, die ich während meiner Nummer auf die Bühne hole, nicht vorher sprechen durfte, nicht vorher sehen durfte, sodass wirklich nichts abgesprochen ist. Und dann haben wir den Effekt eben gefilmt und sind dann an dem Abend zufrieden und relativ unsicher, wie das Ganze denn nun tatsächlich aussehen würde, nach Hause nach Nürnberg gefahren. Da haben wir gedacht, naja, jetzt ist die Arbeit ja eigentlich zu Ende, aber tatsächlich ist es dann so, dann ging es eigentlich erst richtig los. Denn die Nummer ist die eine Sache. Das zweite ist, die wollten natürlich auch noch ein Intro, das heißt, ich musste natürlich vorgestellt werden. Da hatte ich Gott sei Dank wieder einen guten Kontakt, meinen lieben Freund Uwe Mechtel. Das heißt, wir hatten 2 Telefonate an 2 Abenden, wo wir eben mit der Produktionsfirma gesprochen haben. Der Trailer in die Kamera erstmal abgefilmt wurde und dann haben wir gedacht, wieder mal, ja, jetzt ist es eigentlich vorbei und jetzt haben sie ein schönes Intro. Einen Tag später kam dann die Meldung, ja, jetzt bräuchte man aber schon noch ein paar Szenen außerhalb dieser Räumlichkeiten. Und dann haben sich der Uwe und ich in aller Kälte in der Nürnberger Innenstadt in der Früh getroffen. Und der Uwe hat dann wieder filmisch umgesetzt, was ihr auch in dem Intro dann seht, in der Nürnberger Innenstadt mit Kerze, die sich anzündet, mit magischen Handbewegungen, was für die Leute, die mich kennen, ja so gar nicht mein Ding ist. Aber wir haben denen einfach vertraut und haben gesagt, hier ist noch das Videomaterial aus der Nürnberger Innenstadt. Schaut euch das mal an. Und letztendlich wurde das dann auch sehr intensiv genommen und es ist auch wirklich sehr, sehr schön geworden. Das war das eine. Und dann kam natürlich der Abend der Entscheidung. Das Interview mit Alyson Hannigan und das Interview bzw. die mögliche Aufklärung meines Effekts durch Penn & Teller. Das war wieder an einem anderen Abend. Wir haben uns hier getroffen, haben uns erst eine Pizza bestellt und um 21:30 Uhr sollte es dann losgehen. Die haben eine eigene Plattform, auf der man sich da einloggen musste. Wir haben uns eingeloggt, wurden dann erstmal in den Backstage-Bereich praktisch geschalten, wo ein Techniker saß und hat dann mit uns korrespondiert. Er hat gesagt, ja, jetzt geht's gleich los. Natürlich ist bei mir dann auch die Aufregung gewaltig gestiegen. Das weiß ich noch. Da mussten mich die Jungs hier wirklich ein bisschen beruhigen. Ja, um 21:45 Uhr war es dann, glaube ich, ja, jetzt geht's los. Ja, aber vielleicht auch doch nicht. Also wir mussten dann tatsächlich nochmal 1,5 Stunden warten, bis dann die Live-Schalte kam. Weil sie haben gesagt, ja, wir haben jetzt noch einen, der auf der Bühne ist, der wirklich vor Ort war, also ein Amerikaner, weil die Amerikaner konnten natürlich auf der Bühne auftreten. Die Schalten sind ja immer nur, wenn es außerhalb des Landes war. Ja, der tritt jetzt noch auf und es dauert noch ein bisschen, also 22:30 Uhr. Letztendlich war es dann so um 23 Uhr haben wir die Info bekommen, jetzt könnt ihr euch online schalten. Wir sind draufgegangen, wir wurden reingeschalten, wir haben ich habe mit Alyson gesprochen, relativ lang, weil Penn & Teller haben sich tatsächlich überraschend lange beraten, das sieht man natürlich jetzt auf dem Zusammenschnitt alles nicht und dann kam eben die Überblendung auf Penn. Ich habe Teller tatsächlich gar nicht gesehen in der Kamera oder in dem Monitor, sondern nur Penn, der da mit mir geredet hat. Was meine Erinnerung so hergibt, hat er viel, viel länger gesprochen und auch viel, viel klausulierter. Also auch das wurde dann wieder so zurechtgeschnitten, wie es ihm sein sollte. Und er hat tatsächlich während seiner Aussagen einiges Gute gesagt, sodass ich nicht dachte, dass ich gefühlt habe. Aber wie ihr alle wisst, hat es dann letztendlich geklappt. Ich konnte die beiden foolen. Es war hier eine Riesenparty angesagt. Natürlich unter allen Corona-Bedingungen. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen gesprochen und drüber gesprochen, wie toll das ist, die beiden tatsächlich foolen zu können mit meinem Effekt. Das war natürlich ganz großartig. Ja, meine Trophäe ist tatsächlich noch nicht bei mir eingetroffen. Der Manager von Penn & Teller hat mir geschrieben, dass sie mir die gerne persönlich übergeben würden, wenn es ihm wieder möglich ist. Das heißt, ich darf jetzt wirklich nach Las
Las Vegas und meine Nummer in der Penn & Teller Show zeigen, was natürlich eine Riesenfreude, eine Riesenehre für mich ist. Ja, das war der lange, beschwerliche Weg zu Fool Us, der sich natürlich aber sehr, sehr gelohnt hat. Es hat riesen Spaß gemacht, für die beiden aufzutreten und es in die Staffel von Fool Us geschafft zu haben. Schön, dass du dabei warst. Like und kommentiere gern. Und wenn du noch mehr sehen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dein Christoph.